Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video von mir. Mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass du wieder mit dabei bist. Im heutigen Video möchte ich euch mal einen ganz tollen Song zeigen. Also beziehungsweise ist dieses Video der Part einer Videoreihe von 3 Parts zu dem Song „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay. Also ein wirklich wunderschönes Lied. Viele von euch, die in Deutschland aufgewachsen sind, ja, sollten dieses Lied kennen, denke ich mal. Und ja, ich möchte euch einfach mal hier in diesen 3 Parts zeigen, wie wir diesen Song auf dem Klavier spielen können. Ihr findet hier oben auch schon einen Link zu meinem Piano-Cover dieses Songs. Ich hatte da auch vor einiger Zeit mal 'n Short zu hochgeladen. Das ist sehr gut bei den Leuten angekommen. Deswegen habe ich mir gedacht: „Ach komm, ich zeige euch einfach mal hier in einem Tutorial, wie man das Ganze, schön auf dem Klavier üben und spielen kann.“ Ich habe das so aufgebaut, dass wir jetzt in diesem Part uns erst mal die rechte Hand anschauen, gucken, was die rechte Hand hier spielt. Dann im nächsten Part die linke Hand und im dritten Part nehmen wir dann beide Hände zusammen und spielen das Stück dann mit beiden Händen zusammen, ne, dass wir das wirklich Schritt für Schritt hier lernen. Und ich zeige euch dann auch noch im dritten Part so ein paar kleine Feinheiten, die man hier und da auch noch einbauen kann, damit das Ganze noch ein bisschen schöner klingt. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten direkt ins Piano-Tutorial rein. Wie immer, ich würde mich sehr über eure Kommentare unter diesem Video freuen, was ihr dazu meint, wie ihr das Ganze findet. Und ja, wünsche euch jetzt hier viel Spaß mit diesem Tutorial zu „Ich wollte nie erwachsen sein“. Ja, damit noch mal herzlich willkommen hier von meiner Seite. Ich spiele euch den Song, zumindest die, 1. Strophe, das wiederholt sich ja dann, die Melodie, spiele ich euch noch mal vor, ja, und dann gehen wir das einfach mal Schritt für Schritt durch und starten heute hier mal mit der rechten Hand, also was hier im ersten Teil der Melodie die rechte Hand spielt. Okay, aber ich spiele euch noch mal komplett hier den ganzen Song vor. Bis dahin, okay? Das also erst mal hier im Grunde die Melodie. Ich habe euch oben auch noch mal das Piano-Cover verlinkt an der Stelle. Wir machen das wie folgt. Wer meine Piano-Tutorials, wie ich die aufbaue, nicht kennt, für den erkläre ich es noch mal, wie ich das in der Regel mache. Und zwar spiele ich immer erst die rechte Hand, also wir üben erst die rechte Hand ein, dann die linke Hand, also nur die linke Hand, die Begleitung. Und wenn wir das soweit drauf haben, also rechte Hand super können, linke Hand super können, zack, dann nehmen wir beide Hände zusammen und spielen und üben beide Hände zusammen. Das ist ganz wichtig, ne? Immer erst Schritt für Schritt die eine Hand, die andere Hand und dann beide zusammen, weil sonst ist es einfach zu viel auf einmal und wir können das Ganze dann nicht langfristig einprägen. Und wichtig auch, ich mache immer kleine Unterabschnitte und diese Unterabschnitte dann bitte ganz oft wiederholen. Okay, fangen wir mal an mit der rechten Hand. Ich spiele dir mal den ersten kleinen Unterabschnitt, den ich mit dir üben möchte, mal vor. Bis dahin. Ja? Ganz wichtig, Fingerhaltung, der Daumen hier links auf dem A, das ist der erste Ton. Und dann, ja, schon die Hand sehr weit gegriffen, weil wir müssen hier sehr weit hoch. Wir müssen ja fast bis zu dem A hier oben hoch, ja. Dementsprechend den Daumen hier unten und den Zeigefinger hier auf dem D. Ne? Und dann spielen wir A, D, E, Fis, E, Fis, das G und wieder das E. Genau so, ja. Ich werde das jetzt nicht nochmal im Detail immer sagen, aber ganz wichtig ist, dass du auch auf den Rhythmus achtest, wie ich das hier spiele. Ne? Das erstmal üben, dann geht's weiter. Das ist der nächste Abschnitt.
Jetzt müssen wir also direkt hier von dem A hier hochspringen. Also müssen die Hand noch weiter spreizen. Ne? Ganz wichtig, dass man das auch übt. Nur diesen Sprung zum Beispiel, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, als Anfänger vor allem, ja. Also wirklich üben, hier auch so einen großen Sprung zu machen. Hier der Daumen, hier der Zeigefinger. Und dann ganz wichtig, ja, wir spielen das hier. Dabei geht der Daumen schon hier runter. Ne? Der Daumen muss ja dann hier auf dem D landen. Also wir bleiben nicht hier, sondern zack, bewegen uns hier in die Richtung dabei. Ja? Da haben wir ja ein bisschen Zeit, bis der Daumen hier dran ist wieder. Okay, also springen von A zum A und dann zweimal hier das G und das Ges und das D. Ja, dann hier zweimal mit dem Daumen. Okay, ist doch schon mal gar nicht so schwer. Ne? Jetzt üben wir mal beides zusammen, beide Abschnitte zusammen. 3, 4. Ja, ich habe gerade gesagt 2, 3, 4. Also wir haben auch eine kleine Pause dazwischen. Ne? Wir spielen es nicht einfach hintereinander, sondern 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ja, Vierertakt. Immer auf den Rhythmus achten. Okay, bis dahin erstmal das üben. Hier die beiden Abschnitte zusammenzuspielen. Wie gesagt, Pause zwischen den Abschnitten, dann wieder Pause. Jetzt also 2, 3, 4. Dann wiederholt sich das Ganze nochmal. 2, 3, 4. Dann geht es weiter mit der rechten Hand, also den Abschnitt wirklich erst komplett üben und dann weitermachen. Ja, dann geht es hier weiter oben bei dem Cis. Bis dahin, also dreimal hier das Cis. 1, 2, 3. Dann hier das D, das E und dann aufs H. Okay? Deswegen ganz wichtig, weil wir hier die beiden Tasten noch brauchen, also das Cis mit dem Mittelfinger anschlagen, ja? 2, 3, 4, wieder dieser selbe Takt, ja, Rhythmus. Und dann geht's weiter. Ähnlicher Rhythmus, aber jetzt schlagen wir das hier anders an, nämlich 1, 2, 1, 2. Ne, da sind wir dann hier beim zweiten Schlag schon auf dem D und wieder E und dann H, aber jetzt zweimal das A. Okay? Ganz genau hier auf den Rhythmus achten. Das ist ganz wichtig. Das macht die Musik aus, ja? Nochmal beide Abschnitte zusammen. 2, 3, 4. Bis dahin, ja? Das wieder üben. Auswendig, bis du es super spielen kannst. Beide Abschnitte auch mal zusammen üben. Dann geht's weiter. Bis dahin. Ja? Wir machen immer wirklich kleine Teilabschnitte und üben diese Teilabschnitte immer und immer wieder. Nur so prägen wir uns das richtig gut ein. Also nochmal. Wir springen jetzt, also eben waren wir hier oben, ja? Sind hier auf dem A stehen geblieben. Jetzt gehen wir hier zum Ges. Ges A. Ja, da ist auch eine Pause wieder an der Stelle, ja? Kurze Pause und dann wiederholt sich hier nochmal Ges und A. Und jetzt hier hoch wieder, am besten mit dem Ringfinger. Zum Cis, zum D. Ja. Dann wieder H. Und wieder zweimal das A. Und spiele das auch wirklich so mit den Fingern, damit wir hier nicht irgendwo keinen Finger mehr haben zum Taste anschlagen. Also ganz wichtig ist, dass wir hier hinten, ja, am besten den Ringfinger nehmen, hier den Zeigefinger, dann haben wir die beiden Töne abgedeckt und können dann hier ganz easy auch das H anschlagen mit dem Mittelfinger und dann das A mit dem Zeigefinger, ja. Also das Ganze nochmal. Kurze Pause. Hier hoch. Mittelfinger aufs H. Zweimal das A mit dem Zeigefinger, ja.
Das wirklich hier erstmal ein bisschen üben. Vor allem hier auch, ne, hier hoch zu springen auch, ja? Ja, und dann kommen wir hier auf der rechten Hand schon zum letzten Abschnitt der Melodie. Spiele ich dir einmal komplett vor. Wir sind wieder hier auf dem Fis. Und das war's schon. Also wir spielen erstmal diesen kleinen Abschnitt, ja, also Fis, dann zum A. Da können wir mit der Hand auch genauso liegen, ne? Zeigefinger, kleiner Finger, entschuldige, hier auf dem A und Mittelfinger auf dem Fis. Daumen bereitet sich hier unten schon mal vor. Und dann gehen wir hier einfach runter, ne? A, G, Fis, E. Das ist jetzt nicht allzu schwer, denke ich, ne? Einfach hier die Tonleiter runter. Und dann der letzte kleine Abschnitt. Fis D, Fis E und wieder Fis D. Auch hierbei die Pausen beachten, ne? Diese Pausen, dass ich einen Moment warte, bis ich den Ton wieder anschlage, das macht dann auch die Stimmung in der Melodie aus, ne? Dass ich nicht einfach spiele. Ja, vergleich das mal, ne? Das klingt überhaupt nicht so, wie wenn ich jetzt hier wirklich da kommt ja die linke Hand dann noch mit dazu, ne? Aber du siehst, was auch der Rhythmus und die Geschwindigkeit, wie ich die Töne hier anschlage, für ein Gefühl ausmachen in der Musik. Wie man einfach dieses ganze Feeling einfach auch über den Rhythmus, die Geschwindigkeit, wie ich die Melodie spiele, hier rüberbringen kann. Das ist jetzt also der letzte Abschnitt hier auf der rechten Hand. Und dann haben wir es schon. Also das ist letztendlich die ganze Melodie hier auf der rechten Hand erstmal gespielt. Jetzt wiederholt sich dann das Ganze wieder, ja. Und so weiter. Da kann man natürlich dann zum Beispiel hier gleich starten, ohne das hier vorzuspielen. Das zeige ich dir dann aber im letzten Part dieses Tutorials. Da habe ich ja schon angekündigt. Also hier gibt es dann noch ein paar Feinheiten. Erstmal die Grundmelodie. Ich spiele noch einmal komplett die rechte Hand vor und dann, ja, kannst du das erstmal einüben, probieren und dann im nächsten Part widmen wir uns mal der linken Hand. Okay, ich spiele nochmal alles komplett vor. Das war der erste Teil und jetzt der zweite Teil, hier oben das Cis. Okay, also hier ganz wichtig, achte auf den Rhythmus, achte auf die Pausen, die ich mache und übe das Ganze, übe die kleinen Abschnitte und gehe wirklich erst zum nächsten Part über, wenn du hier die rechte Hand super spielen kannst. Ja, dann gucken wir uns die Begleitung auf der linken Hand an. Dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Üben der Melodie auf der rechten Hand und wir sehen uns dann im nächsten Part, im nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann.